Hallo und herzlich willkommen. Du möchtest dieses Jahr deine eigenen Weihnachtskarten gestalten, aber weißt vielleicht noch nicht so genau, wie du anfangen sollst? In diesem Video zeige ich dir, wie du mit nur wenigen Farben einen wunderschönen Aquarell-Weihnachtsbaum malst. Schritt für Schritt und entspannt und damit perfekt für Anfänger. Also hol dir deinen Pinsel raus und dann lass uns starten. Als Farben verwende ich ein warmes Gelb, ein kühles Rot, ein Braun, ein Dunkelblau und Gold für die Highlights. Schau in deinen Kasten und verwende einfach die Farben, die du hast. Als Pinsel verwende ich einen 5er und einen 0er Rundpinsel. Als Vorbereitung habe ich mit Malerkrepp einmal die Umrisse abgeklebt. Und dann starten wir. Wir starten mit dem größten Motiv und das ist eine Blüte. Ich gehe in mein Rot rein und dann male ich einfach mal so frei nach Belieben die Umrisse. Schau, dass ich auch in die Ecke gehe, damit ich die Umrisse vom Baum gut habe. Und spiele ein bisschen mit Farbe und Wasser. Hier vielleicht noch eine kleine Blüte. Und das gleiche mache ich hier oben auch nochmal. Es muss gar nicht so die Form von einer Blume haben, sondern schaut einfach frei mit eurem Pinsel. Als nächstes male ich ein paar Kugeln. Damit gehe ich wieder in mein Rot rein. Mal einfach eine runde Kugel. Diesmal lasse ich einfach noch ein bisschen von dem Gelb reintropfen, um das farblich ein bisschen spannender zu machen. Und dann mit den gleichen Farben gehe ich hier unten nochmal rein und mache auch nochmal eine Kugel, aber diesmal mit mehr Wasser und weniger Farbe. Schaut, auch hier spielt einfach mit dem Rot und mit dem Gelb und wie sich diese mischen. Dann mache ich den Pinsel sauber, sodass er noch leicht feucht ist und ziehe einfach aus der Farbe heraus einen Stiel. Hier oben mache ich aber noch ein bisschen eine gelbere Kugel. Ich schaue vielleicht, dass die auch in die andere mal so da berührt, dann fließt da die Farbe noch schön auch ineinander. Hier gebe ich einfach ein bisschen Rot dazu. Und dann mache ich nochmal eine richtig schöne rote Kugel und zwar hier. Wenn ihr zu viel Wasser auf dem Papier habt, kein Problem, macht euren Pinsel einfach sauber, macht ihn ein bisschen trocken und dann könnt ihr die Farbe auch wieder rausnehmen. Als nächstes kommen die Blätter. Dafür vermische ich mein Gelb mit meinem Blau und mische mir einen Grünton in der Farbe, die mir gut gefällt. So zum Beispiel. Und dann male ich Blätter, indem ich zwei leichte Bögen mache. Da kann auch gerne noch weiß drin bleiben. Und diese Bögen dürfen auch gerne an die anderen Farben anschließen, zum Beispiel hier in das Rot, damit es schön ineinander verfließt. Ihr könnt diese entweder füllen oder ihr macht einfach nur die Umrisse von Blättern. Wenn ihr mehr Blau zu dem Gelb gibt, bekommt ihr ein dunkleres und kühleres Grün. Und mit diesem mache ich mir jetzt einfach noch weitere Blätter. Und Schritt für Schritt füllt sich so langsam der Tannenbaum.
Ihr könnt auch hier wieder mit dem Wasser spielen. Je mehr Wasser und je weniger Farbe, desto heller ist die Farbe. Und je mehr Pigment und je weniger Wasser, desto dunkler das Ganze. Zwischendrin noch ein paar kleine Blättchen, um die letzten weißen Bereiche zu füllen. Und dann lasse ich das Ganze trocknen und mische mir in der Zwischenzeit mit meinem Braun und meinem Blau einen dunkelbraunen Ton mit viel Pigment und wenig Wasser. Dann nehme ich meinen kleinen Pinsel und wenn die Blüten hier fast getrocknet sind, nur noch so leicht feucht, gehe ich hin und gebe einfach noch mal ein bisschen Braun rein, um die Mitte zu betonen. Achtet aber darauf, dass es nicht zu feucht ist, sonst vermischt euch hier das Braun mit dem ganzen Rot und dann ist es ein bisschen zu viel. Ebenfalls mit dem kleinen Pinsel male ich noch ein paar Blattadern. Und dann kommt das Malerkrepp ab. Im nächsten Schritt male ich einen Stern und dafür gebe ich mir erstmal die Zacken als Orientierung, als Striche vor und fülle sie dann aus mit meinem Gelb. Für den Stamm nehme ich das Braun und die verschiedenen Brauntöne, die ich mir auch schon gemischt habe. Dann noch ein paar goldene Sprenkler. Zuletzt noch einen Stempel. Und fertig ist die Weihnachtskarte. Viel Freude beim Nachmalen.